Im letzten Video haben wir das Grundverhalten der Sensoren und Aktoren auf dem Shopfloor konfiguriert. Aber letztlich sind die nur ein Mittel zum Zweck. Sie dienen dazu, in Echtzeit Informationen vom Shopfloor einzusammeln. Und wie die dann in das zentrale Zielsystem weitergeleitet werden können, das schauen wir uns in diesem Video an. Sprechen wir über Notifications. Die Sensor Bridge bekommt von den Sensoren und Schaltern auf dem Shopfloor per Funk die Information, ob und wann es zu einem Schaltereignis gekommen ist. Um diese Daten verwerten zu können, muss dann eine entsprechende Information an das Zielsystem gemeldet werden, beispielsweise an das Lagerverwaltungssystem. Und dafür gibt es diverse Benachrichtigungsverfahren. Das am häufigsten verwendete ist die Notification. Diese Benachrichtigungen werden per HTTP-Post an ein beliebiges Ziel gesendet, das in der Lage ist, solche HTTP-Post-Signale zu empfangen. Hier auf meinem Demosystem habe ich einen solchen Empfänger eingerichtet, einen Notification Listener, und kann mir da die Ausgabemeldungen direkt ansehen. Ich erzeuge jetzt mal eine neue Notification. Dazu klicke ich auf das Plus, vergebe einen Namen für die Notification. Hier nehme ich einfach mal Test Notification und gebe als erstes die Zieladresse des Servers an den die Notification geschickt werden soll. In meinem Fall ist das hier die Adresse des Notification Listeners auf meinem Laptop. Und hier kann ich das Protokoll wählen. Entweder HTTP oder HTTPS, also entweder mit oder ohne Verschlüsselung. Zu den weiteren Optionen der Notifications kommen wir gleich noch. Wir wollen jetzt erstmal eine Test-Notification erzeugen lassen. Das kann ich hier mit diesem Test-Button antriggern. Sobald ich das tue, wird eine Test-Notification verschickt. Ich blende jetzt mal die Anzeige des Notification Listeners auf meinem Laptop ein. Die Test-Notification ist eine Dummy-Message. Die zeigt hier eine nicht reale Funk-ID eines Sensors und auch die Beschreibung, dass das eine Testnachricht ist. Wir generieren jetzt mal eine richtige Nachricht. Richtige Nachrichten werden in der Standardkonfiguration für alle Sensoren in verwalteten Gruppen aktiviert. Wenn ich keinen weiteren Filter einstelle, dann werden für alle Schalter, die sich in irgendeiner verwalteten Gruppe befinden, Notifications ausgesendet. Ich kann das Aussenden von Notifications aber durch das Setzen weiterer Filter beeinflussen. Beispielsweise kann ich auch das Senden von Notifications aller Schalter in nicht verwalteten Gruppen veranlassen. Und hier kann ich einstellen, dass nur echte Schaltereignisse gesendet werden, aber keine Wake-up-Signale. Auf der rechten Seite haben wir den Filter für An- und Aus-Signale oder nur Aus- bzw. nur An-Signale. Und mit diesem Menü kann ich alles das für alle Gruppen getrennt einzeln konfigurieren. Ich lasse alle Filter jetzt mal so und aktiviere jetzt mal eine Regalwippe in einer verwalteten Gruppe. Wenn ich die Wippe betätige, geht automatisch eine Notification raus und wir sehen das dann auch auf der Empfängerseite. Die Notification kommt von der Device-ID 6A7A. Das ist meine Regalwippe. Ihr Code befindet sich auch als Label auf der Wippe, sowohl als Cleantext als auch als Barcode. Die Notification kommt mit diversen Details, zu denen wir gleich noch kommen. Das meist interessanteste und wichtige ist unten der State, also der eigentliche Schaltzustand. Der State ist jetzt auf 0. Ich kippe mal die Wippe, der Schaltzustand geht damit auf 1 und es wird gesendet. Und kurze Zeit später kommt hier die Notification an und der Status geht auf 1. Der Schaltzustand ist sicherlich die relevanteste Information in diesem Block von Informationen. Aber es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Und was es da alles gibt, wird in einer Kurzerklärung erläutert, die man hier unten bei den Notifications aufklappen kann. Man sieht dann eine kurze Erklärung für alle Parameter, die in der Notification enthalten sind. State ist der Schaltstatus, das haben wir schon gesehen. Wie in einem vorigen Video schon beschrieben, gibt es 3 Felder, die kundenspezifisch vergeben werden können. Description, Parameter 1 und Parameter 2. Und das kann dazu genutzt werden, um zum Beispiel Artikelnummern mit Schaltern zu verbinden. Wenn ich jetzt also mit dieser Regalwippe Nachschub anfordern möchte für meinen Artikel mit der Nummer 8015, dann könnte ich hier den Parameter 1 in der Schalterliste editieren, einfach draufklicken und dann die Artikelnummer 8015 eingeben. Ich kann auch andere Dinge hier editieren, wie die Beschreibung, und könnte hier nähere Hinweise beispielsweise zur Position des Schalters beifügen, wo er sich befindet.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden hier ganz unterschiedliche Ansätze fahren. Manche nutzen ausschließlich unsere Geräte-ID, die eindeutig ist. Andere Kunden nutzen diese Parameter, um ihre Artikelnummern zu hinterlegen. Das kommt sehr auf den individuellen Bedarfsfall an. Resultat ist, dass jetzt dadurch, dass ich die Parameter hier ergänzt habe, bei allen Notifications, die von diesem Schalter kommen, und dazu kippe ich mal wieder die Wippe und lasse sie senden, die Beschreibung und die Materialnummer mitgesendet werden. Es gibt noch weitere Parameter, die interessant sind, aber manchmal nicht ausgewertet werden, wie zum Beispiel, was für eine Geräteart das ist. Das ist ein interner Code, den kann man in unserer Dokumentation auch nachlesen. Typ 14 ist eine Regalwippe. Der Batteriestatus ist noch sehr interessant. Das hier ist die Angabe in Prozent. Und es gibt auch noch die Batteriespannung in Millivolt. Das ist aber eher eine technische Angabe, mit der man nur indirekt etwas anfangen kann. Wir haben ja unterschiedliche Batterietypen in verschiedenen Sensoren. Die Sensor-Bridge rechnet dann je nach Sensor automatisch den Batterietyp und die entsprechende Spannung in eine Prozentzahl um. Und damit sollte man auf der Empfangsseite eher arbeiten. Es gibt hier auch noch einen Counter, der jedes Mal um 1 erhöht wird. Ich habe die Regalwippe wieder verändert in der Position und der Counter steigt um 1. Und hier haben wir einen Zeitstempel. Das ist eine Standard Unix Timestamp. Genauer gesagt, die Anzahl der Sekunden seit dem 01.01.1970. Wenn man das benötigt, kann man das entsprechend auswerten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Sensor Bridge mit einem entsprechenden Zeitserver verbunden ist. Welche Informationen im Endeffekt jetzt ausgewertet werden, hängt bei den meisten Anwendern sicherlich vom Anwendungsfall und den Gegebenheiten vor Ort ab. So, der Informationstransport vom Shopfloor in die hauseigene ERP-Software ist organisiert. Aber was ist, wenn verschiedene Abteilungen unterschiedliche Informationen abrufen wollen? Das geht ganz einfach mit der Einrichtung von Mandanten. Und wie man die konfiguriert, schauen wir uns im nächsten Video an. Wir sehen uns.